Die Urgemeinde nur für Juden Teil 1 Beschnitten und unter dem Gesetz. Warum in den ersten Jahren kein Heide zur Kirche gehören konnte, von Pfingsten bis Cornelius 4 bis 7 Jahre lang. Sie waren Juden und sie blieben es, nicht bloß der Herkunft nach, sondern durch und durch in allem, was sie taten. Sie stiegen zu den Gebetsstunden in den Tempel hinauf, sie hielten den Sabbat, sie beschnitten ihre Söhne, und sie hielten es für unerlaubt, mit einem Unbeschnittenen zu essen. Sie verstanden sich nicht als neue Glaubensgemeinschaft oder Religion neben Israel, sondern als dessen Erfüllung. Das Volk der Verheißung, zu dem der Messias nun gekommen war, und eben darum stand ihre Tür den Völkern verschlossen, an die 4 bis 7 Jahre lang, von Pfingsten bis zu jenem Tag im Hause des Hauptmanns Cornelius, konnte kein Heide an ihrem Weg und ihrem Gottesdienst teilnehmen, der nicht zuvor Jude wurde. Das ist das Erste und das Befremdendste, was von der Urgemeinde zu sagen ist. Und es widerspricht allem, was die meisten Gläubigen heute über sie zu wissen meinen. Man denkt sie sich gerne offen, herzlich, grenzenlos, Menschen aus allen Völkern, geeint allein durch den Glauben an denselben Herrn. So aber war es zu Beginn nicht. Wer aus den Heiden kam, ein Grieche, ein Römer, und wäre er ein Gottesfürchtiger gewesen, der den Gott Israels ehrte, die Synagoge besuchte und den Armen half, den nahm man nicht auf. Man aß nicht mit ihm und trat nicht in sein Haus ein. Dem Heiden wurde es verwehrt, über die Schwelle der Gemeinde zu treten, nicht aus Verachtung, sondern weil er am Fleisch unbeschnitten war. Die Apostel und Jünger Jesu hielten sich nicht für den Anfang einer neuen Bewegung, sondern für das messianische Israel, an dem die Verheißung sich nun erfüllte und das in die Fülle des Glaubens geführt wurde. Noch ehe der Herr in den Himmel aufgenommen wird, fragen sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er weist die Frage nicht als falsch zurück, nur über das Kennen des Zeitpunktes lässt er sie im Ungewissen. Und so harren sie in Jerusalem aus, einmütig im Gebet, die 11, die Frauen, die Gottesmutter und die Brüder des Herrn. An die Stelle des Verräters Judas Ischariot tritt der Apostel Matthias, und der Kreis der 12 ist wieder voll, so viele wie Israel Stämme hat. Hier wird keine neue Gemeinde gegründet, hier wird Israel wiederhergestellt. Denn Israel war ihnen nicht die bloße Abstammung, sondern der Rest, der sein Messias angenommen hat. Und dieser Rest ist das wahre Israel. Der Apostel Paulus wird es später aussprechen: Nicht alle, die aus Israel stammen, sind darum schon Israel. Geblieben ist ein Rest nach der Wahl der Gnade, und ihm gibt er den Namen, um den alles geht, das Israel Gottes. So verstanden sich die Jünger, nicht als Abspaltung von Israel, nicht als Ersatz für Israel, sondern als Israel selbst, der Teil des Volkes, an dem sich erfüllt hat, worauf die Väter die Jahrhunderte hindurch gewartet hatten. Und dass es so ist, hat der Evangelist Johannes auf Patmos geschaut. Die Stadt, die von Gott herabkommt, hat 12 Tore, und auf ihnen die Namen der Stämme Israels. Sie hat 12 Grundsteine, und auf ihnen die Namen der Apostel des Lammes. Und doch eine einzige Stadt, umschlossen von einer einzigen Mauer, und um den Thron im Gottesdienst des Himmels sitzen 24 Älteste und werfen ihre Kronen vor dem Herrn nieder. Die Väter des Alten und die Apostel des Neuen Bundes, die ganze Zahl derer, die Gott wohlgefällig waren, vom Anfang bis zur Vollendung. Nicht 2 Völker vor dem einen Throne, sondern das eine Israel Gottes, in das Juden und Heiden durch dieselben Tore eingehen. Was die Apostel im Obergemach taten, war unbedingt notwendig, denn sie stellten die Zahl her, die im Himmel schon feststand. Und der Geist, als er herabkam, machte sie zu seinen Zeugen. Aus Israel aber nahm er sie nicht heraus. Der Apostel Petrus redet nicht zu Fremden eines anderen Volkes, sondern zu seinen Brüdern, Männer von Israel. Euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Die Propheten, sagt er, hätten diese Tage angekündigt.
und er beweist es aus dem Propheten Joel und aus den Psalmen des König David. Kein Wort davon, dass etwas Neues begonnen hätte, sondern dass das Alte sich in Jesus von Nazareth erfüllt hat. Ihr Gottesdienst aber war und blieb der Israels. Tag um Tag waren sie im Tempel einmütig und lehrten in der Halle Salomos. Zur Stunde des Abendopfers gingen der Apostel Petrus und der Apostel Johannes hinauf, und noch Jahre später brachte der Apostel Paulus dort die Opfergabe eines Gelübdes dar. Aus dem Tempeldienst selbst wurde eine große Schar von Priestern dem Glauben gehorsam, und aus dem Kreis der Pharisäer traten Gläubige hinzu, ohne ihre Strenge abzulegen. Noch Jahre später werden dem Apostel Paulus die vielen Zehntausende Gläubige gewordenen Juden vor Augen gestellt, die alle Eiferer für das Gesetz sind. Und vom Herrenbruder Jakobus ist überliefert, dass er als Naziräer lebte und im Tempel für das Volk betete. Wer also kam an jenem Pfingsttag zu Christus? Die Schrift berichtet, 3000 ließen sich taufen und wurden der Gemeinde hinzugetan. Der Evangelist Lukas zählt sie nach Völkern auf: Parther, Meder, Elamiter, Männer aus Mesopotamien und Kappadokien, aus dem Pontus und aus Asien, aus Phrygien und Ägypten, aus den Landschaften Libyens und aus Rom, dazu Kreter und Araber. Und die halbe Welt scheint versammelt. Und doch sind sie alle nur eines: Juden und Proselyten. Kein einziger Heide ist darunter, denn der Proselyt ist kein Heide mehr, er ist beschnitten, er steht unter dem Gesetz, er ist durch seine Konversion zum Judentum kultisch rein und man darf mit ihm essen. Er tritt in den Vorhof Israels und ist ein vollwertiges Mitglied. Und die Kirche kannte keine andere Tür, man trat in sie ein wie in Israel selbst, durch die Beschneidung. Und weil das die Bedingung war, verlief auch die Verkündigung genau an dieser Grenze entlang. Nach dem Tode des heiligen Erzdiakons und Erstmärtyrers Stephanus brach die Verfolgung los. Saulus von Tarsus verwüstete die Gemeinde und schleppte Männer und Frauen ins Gefängnis. Die Zerstreuten aber trugen das Wort bis nach Phönizien, Zypern und Antiochien und redeten es zu niemandem als allein zu den Juden. Etwas anderes war undenkbar. Es gab in der Kirche der ersten Jahre keine Tischgemeinschaft mit Heiden, keine. Der Jünger, der das Brot brach, brach es nicht mit einem Unbeschnittenen, weil er dadurch unrein geworden wäre, und er selbst hätte es für Sünde gehalten. Die Schranke der Kirche verlief nicht am Bekenntnis, sondern am Fleisch entlang, an der Zugehörigkeit zu Israel, und sie stand unverrückbar fest, all die Jahre hindurch. Einen eigenen Namen brauchten die gläubig Gewordenen nicht. Sie waren die Jünger, die Brüder, die Heiligen, die Glaubenden, und ihre Gemeinschaft hieß schlicht der Weg. Das Wort Christen ist in diesen Jahren noch nicht gefallen, denn solange die Kirche nur aus Beschnittenen bestand, brauchte sie keinen eigenen Namen, der sie von Israel unterschied. Das kam erst später, als zum ersten Mal Unbeschnittene dazugehörten und sie als eigenständige Religion wahrgenommen wurde, fern von Jerusalem in Antiochien. Die Urgemeinde hingegen blieb noch lange jüdisch. Eusebius von Caesarea, der erste Geschichtsschreiber der Kirche, zählt die frühen Bischöfe von Jerusalem auf und bezeugt, dass sie alle aus den Hebräern waren, Beschnittene, von Jakobus dem Gerechten bis zu Judas, dem 15. Erst als Kaiser Hadrian nach dem Bar-Kochba-Aufstand im Jahr 135 die Juden aus Jerusalem verbannte, trat mit Markus der erste Bischof aus den Heiden an ihre Stelle. Und trotzdem wuchs die Kirche, aber sie wuchs in den ersten Jahren allein unter den Beschnittenen und nicht darüber hinaus. Der Auferstandene selbst hatte die Richtung gewiesen: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und so geschah es, zuerst Jerusalem, wo der Herr täglich hinzutat, die gerettet wurden. Dann, als der Sturm der Verfolgung die Jünger hinaustrieb, Judäa, Galiläa und Samaria, wo die Gemeinden im Anschluss Frieden hatten und sich mehrten. Und hier in der Zerstreuung steht sie vor der ersten großen Schwelle, die es zu überwinden gilt, den Samariten,
den Schismatikern, die den Tempel verwarfen und von den Juden verachtet wurden. Wie wurden sie aufgenommen und warum empfingen sie den Heiligen Geist erst, als die Apostel herabkamen und ihm die Hände auflegten? Davon handelt der nächste Teil.